see on the live stream what they sell me on the TV. It's haunting, but if you let down your gun, you can feel the winter Hallo, hier bin ich wieder. Eigentlich bin ich gerade wieder dabei, mir etwas zu essen zu machen und habe es auch fertig. Aber parallel dazu beschäftige ich mich auch geistig und beschäftige mich gerade mit dem Thema katholische Kirche und Dreieinigkeit, mit dem Thema Jesus Christus, mit dem Thema Glauben, mit dem Thema Bibel. Und das brennt mir jetzt so unter den Fingern, dass, obwohl ich jetzt gerade auch mein Essen fertig habe und ich könnte jetzt essen, doch lieber erst das Video mache, weil ich keine Ruhe dafür habe, das Essen zu genießen. Dann lasse ich es lieber ruhen und ich esse es heute Abend und mache jetzt das Video. Auch weil ich gerade heute ein paar Kommentare geschrieben habe bei anderen Kollegen, Brüdern, Freunden, Mitmenschen, die das betreffen und auch die Dreieinigkeit betreffen und den Punkt betreffen, wo sind wir eigentlich? Und aus diesem Grund, weil das auch gerade zurzeit sehr intensiv diskutiert wird von verschiedenen Seiten, auch interpretiert wird, möchte ich euch 2 Stellen vorlesen, die ich gerade als Kommentar unter mein eigenes Video, meine erste Predigt, geschrieben habe. Ich lese sie euch vor und ich möchte damit zeigen, es sind nur 2 Stellen von vielleicht 100 Stellen in der Bibel. 2 Stellen, an denen Jesus ganz klar darauf hinweist, dass er nicht sein Vater ist, sondern sein Vater ist ein anderer als er selbst. Aber die katholische Kirche hat die Bibel verfälscht. Sie hat den Glauben verfälscht, sie hat das Überlieferte verfälscht. Und das möchte ich jetzt betonen und darauf hinweisen, damit wir nicht alle wieder einschlafen und einschlummern und es geht wieder 1000 Jahre so oder 2000 Jahre, sondern wir sind an dem Punkt, wo man ganz einfach sagen kann, die Wahrheit auf den Tisch. Dies ist die Phase der Offenbarung, das heißt, raus mit all der Wahrheit, so schwer es einem fällt und so weh es vielleicht auch tun mag, es führt kein Weg daran vorbei, an der Wahrheit. Die Wahrheit ist Licht. Das einzig wahre Licht ist die Wahrheit. Das geistige Licht, das ist das Licht. Nicht die Sonne ist das, was wir anbeten, sondern es ist das geistige Licht. Die Erkenntnis, die Einsicht, der Glaube, das Sein, die Seele, das ist das Licht. Und jetzt, um nicht zu weit abzuschweifen, zitiere ich mal 2 Sachen, die ich gerade geschrieben habe. Ich lese sie euch vor und ich hoffe, man kann es hören und man kann es vielleicht auch sehen, wenn ich mich hier jetzt so hinsetze. Okay, ich lese euch mal vor. Da habe ich geschrieben als Diskussionsbeitrag: Jesus behauptet an keiner Stelle, dass er Gott ist. Ganz im Gegenteil. An vielen Stellen der Bibel spricht Jesus von Gott als seinem Vater, Gott im Himmel. Ganz klar trennt er zwischen sich und seinem Vater.
Mein liebster Beweis dafür ist dieser Vers, Johannes 14. Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen. Ich komme zu euch. Es ist noch um ein kleines, so wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An dem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Auch wenn Jesus sagt, dass er der eine im anderen ist, bedeutet es nicht, dass Jesus Gott ist. Die Dreieinigkeit ist eine Verfälschung der katholischen Kirche, die sie zerschmettern wird. Ich erwarte es noch in meinem jetzigen Leben. In 2 Monaten werde ich 70 Jahre alt. Jetzt lese ich den zweiten Punkt vor. Matthäus 7. Warnung vor den falschen Propheten. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und diese beiden Punkte möchte ich jetzt gerne in einem Video veröffentlichen. Ich nenne dieses Video Power to the People, also Kraft dem Volk, Kraft der Menschheit, damit wir nicht wieder einschlummern. Und deshalb lasse ich auch mein Essen brach liegen und kalt werden und esse es erst in 5 oder 6 Stunden. Jetzt kommt erstmal die geistige Arbeit dran. Und das ist es eben, was ich gerne sagen möchte und worauf ich hinweisen möchte. Und das ist der Punkt, wir haben jetzt die vielen Kirchenaustritte, aber es werden Millionen kommen, die aus der Kirche austreten, das sage ich. Und es wird auch die katholische Kirche zugrunde gehen, denn sie steht nicht auf einem wahrhaftigen Fundament.
All die Punkte wird sie beichten müssen, eingestehen müssen, wie zum Beispiel Verfolgung Andersgläubiger, Ermordung von Andersgläubigen, Ermordung von anderen Menschen, Verfolgung von anderen Gläubigen, die Verfälschung der Bibel, die Lüge an so vielen Stellen und ein Licht bekennen, das kein Licht ist, sondern es ist ein falsches Licht. Und das sage ich jetzt mit all meiner Power, damit das nicht einschlummert und verloren geht. Und ich sage, solange ich jetzt noch lebe, in diesem Zeitraum werde ich erleben, wie die katholische Kirche zu Recht zusammenbricht. Und ich kann allen Menschen nur sagen, kniet euch selber mal hin, lest in der Bibel, recherchiert und sucht die Widersprüche, sucht die Punkte, die falsch dargelegt werden. Aber das geht nicht einfach so, man kann nicht daran vorbeigehen an der Bibel und sagen, ich kenne die Bibel. Oder weil ich sie mal gesehen habe irgendwo, sage ich kenne die Bibel, sondern die Bibel kennt man, wenn man sie vom ersten bis zum letzten Buchstaben gelesen hat. Das ist anstrengend, weil es relativ klein geschrieben ist, wenn man vielleicht nicht mehr so gut sehen kann, weil man älter ist. Ist es noch anstrengender? Da ist es schön, wenn man das online macht, weil man die Bibel auch online lesen kann und dann kann man die Schriftgröße vergrößern, verstellen, sodass das Lesen nicht so anstrengend ist. Aber ich empfehle allen, macht euch mal ruhig die Arbeit und lest darin und macht euch Notizen in der Bibel, unterstreicht etwas, was euch auffällt oder markiert etwas mit einem Textmarker, wo ihr denkt, oh, das ist wert, dass man darüber nachdenkt, das ist ein Widerspruch. Und so blättert man und arbeitet man sich durch die Bibel. Und dann findet man auch heraus, was eigentlich verlogen ist an dem, wie die Bibel dargestellt wird und der Glaube dargestellt wird. So, und ich wollte dieses jetzt posten und wen das interessiert, der kann bei mir auf dem Kanal etwa 500 Videos finden, die ich gepostet habe. Das ist quer durch den Garten. Es ist in einem etwas anderen Stil als vielleicht üblich. Ich bin nicht schick gemacht und ich habe es nicht vorbereitet. Ich lese es nicht ab als fertiges Konzept, sondern es ist immer spontan gemacht und es kommt so, wie es gerade kommt, aber es kommt von Herzen. So, und das sage ich jetzt auch. Und dieses Video nenne ich also Power to the People. Ja, das möchte ich gerne sagen. Und ich sage Shalom. Lasst uns gespannt sein auf das, was jetzt alles über uns hereinkommt. Es wird eine Menge, aber es wird nicht